Ein herzliches Hallo. Ich habe mir gedacht, ich nutze wieder mal einen Morgen- bzw. späten Vormittagsspaziergang für ein kleines Update. Und zwar, es gibt eine neue Firmware für die Main Unit auf meinem Moped. Aktuelles Datum ist der 3.7. Diese Woche am Dienstag, also knapp 4 Tage her, war ich bei der Ducati Werkstatt und habe mir den Anarchy Adventure aufziehen lassen. Bremsbackel hinten war durch jetzt nach 10.000 Kilometern. Vorne scheint noch 50% drauf zu sein. Also gute Neuigkeiten. Und ja, ich finde auch weiterhin, die Bremse hinten zieht perfekt. Und ich habe kurz rückgefragt, ob es vielleicht ein neues Update für das Moped gibt. Weil mein Moped hat ja immer wieder das Handy einfach über Bluetooth auch vergessen. Also einfach das gekoppelte Gerät gelöscht. Und ja, es ist ein neues Update verfügbar. Ich war jetzt noch geschäftlich unterwegs, habe nicht Moped fahren können, leider in den letzten Tagen. Werde es aber auf jeden Fall im Auge behalten. Bin extra gestern Abend schon mal zum Moped gegangen, habe es erstmalig wieder gekoppelt. Und heute Morgen hat er es immerhin wieder erkannt. Klingt doch ganz optimistisch. Ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass das wieder klappt, weil das ist echt so das Basicste vom Basicsten, dass zumindest das Moped dein Handy wiederfindet. Also für mich ist das jetzt, deshalb 3.7. der dritte Main Unit Firmware Stand. Deshalb, falls ihr da draußen eben Probleme mit eurem Moped habt oder vielleicht gewisse Stände nicht nachstellen könnt, so ein Update fürs Moped kann heutzutage alles verändern. Deshalb ist das immer relativ schwer. Ich habe meine Multistrada ziemlich sehr früh und vielleicht sogar als einer der ersten bekommen. Hat mir in jedem Fall der Händler gesagt. Ich habe jetzt schon die 10.000 Kilometer drauf. Das heißt, ich habe viel Schmerz miterleben müssen eben. Genau der erste Firmenstand, wo bei mir im Ducati Connect zu 1% funktioniert hat. Dafür aber immerhin mein Handy verlässlich erkannt wurde. Jetzt der zweite Firmwarestand, wo mein Handy immer wieder vergessen wurde. Dank eines Ducati Connect Updates wenigstens Ducati Connect gegebenenfalls teilweise funktioniert hat. Und jetzt Stand 3 mit einer gegebenenfalls teilweise stabilen Ducati Connect Verbindung. Ich muss vielleicht auch noch rausfinden, wie man den Firmware-Stand, also welche Softwareversion überhaupt auf der Main Unit läuft, festhalten kann, dass man das vielleicht auch irgendwie hier in den Videos festhalten kann. Jetzt kann ich euch nur sagen, es ist der 3.7. und ich habe ein neues Update. Und falls ihr Verbesserungen benötigt mit eurem Moped oder auf irgendwas hofft oder ähnliche Probleme habt, ruft bei eurem Händler an und fragt auf jeden Fall mal, ob er euch das neue Update auch spielen kann. Ich bleibe immer gutgläubig und hoffe, dass neue Updates immer wieder Verbesserungen bringen. Dafür sind sie doch gedacht. Was ich wirklich jetzt in den letzten 1000, 1500, 2000 Kilometern festgestellt habe, ich habe mich einfach wirklich massiv gezwungen, trotz gewisser Ungereimtheiten und gegebenenfalls Ruckeln, den Schaltautomat zu benutzen. Und er hat sich einfach deutlich besser eingespielt. Also er funktioniert bei mir eigentlich mittlerweile richtig gut. Definitiv habe ich auch ein bisschen meinen Fahrstil angepasst. Was bedeutet das? Ich setze ihn eigentlich nur ein zum Hochschalten, wenn ich wirklich im Grenzbereich des Drehzahlbands fahre oder eigentlich eben gar keine Last auf dem Gashahn habe. Also eigentlich kein Gas gebe und man einfach so dahin rollt. Ich glaube, man muss sich einfach ein bisschen abstimmen mit dem Schaltautomat und verrückt. Die GoPro hat sich gerade echt während dem Rekorden aufgehängt und hat gesagt, keine SD-Karte. Hat sie noch nie gemacht. Wenn sie sich wenigstens beim Start aufhängt, ist das voll in Ordnung, aber während des Rekorden, egal, zurück. Genau, euer Schaltautomat, benutzt ihn einfach. Auch wenn es euch ruckig, komisch oder irgendwie merkwürdig vorkommt, schaltet einfach, fährt einfach, schaltet hoch unter Volllast, schaltet runter, wann immer ihr wollt. Es wird sanfter, kann ich jetzt sagen. Vielleicht hätte ich ihn einfach von Anfang an mehr benutzen sollen. Ja, manchmal brauchen ein paar Sachen gewisse Einspielzeit, dass sie wieder funktionieren oder dass sie gut funktionieren. Ist ja ganz normal so. Ein Motor muss man ja auch einfahren. Dann, genau, gibt wirklich viel zu erzählen. Ein kleiner Punkt zum Michelin Anarchy Wild. Der Reifen. Das Ding ist, wir sind aktuell in so vielen verschiedenen Zeitblasen. Es ist jetzt ungefähr Juni. Das Enduro-Training war sehr früh dieses Jahr. Dann war Enduro-Wandern in Slowenien. Mittlerweile waren wir auf der verrückt. Ich glaube es nicht. Ich habe es ein zweites Mal gemacht. Während dem Rekorden. Okay, ich versuche mich zu entspannen und quatsch weiter über den Anarchy Wild, weil eigentlich ein geiler Reifen und eigentlich wunderbare Emotionen, die man damit verkörpert. Also genau, wir waren Enduro wandern, wir waren im Enduro Park, wir waren auf der Insel Kres. Genau, und der Reifen hat sage und schreibe schon 3500 Kilometer drauf gehabt. Hier kurz. Habe extra nämlich den Kilometerstand des Mopeds auf Trip 2 dazu verwendet, das festzuhalten. Ist er durch, ist er nicht durch. Also der Vorderreifen, gern hier ein, zwei Fotos. Der Vorderreifen hat auf jeden Fall, würde ich sagen, noch 50%, vielleicht 40% Profil. Habe ihn mir natürlich mitgeschnappt. Soll ja weiterhin abgefahren werden. Und es kommt bestimmt ein Abenteuer, wo wir den wieder draufschrauben werden. Genau, der Hinterreifen ist aber durch. Ich würde sagen, war so diese Grenze. Gemütlich noch halber Millimeter, Foto hier.
über dem Indikator. Einfach, dass du entspannt, wenn du bei der Polizeikontrolle angehalten wirst, dass du mit einem netten Lächeln sagen kannst, in 3 Tagen habe ich den nächsten Werkstatttermin und bekriege einen neuen Reifen. Und er sagt, alles klar, gute Fahrt. Genau, so ungefähr. Also viel geht dann nicht mehr. Ich habe echt die Erfahrung gemacht, besonders bei normalen Sporttouring-Reifen, du musst ihn nicht bis zum ganzen Indikator fahren. Weil wenn du dann echt mal, und wir kommen regelmäßig in irgendwelche Unwetter und irgendwelchen Regen, weil wir einfach viel unterwegs sind. Wenn du dann echt mal auf einer Starkregenstrecke unterwegs bist, dann ist es einfach, also du spürst einfach, dass du deutlich weniger Grip hast und auch der Regen nicht mehr so stark verdrängt werden kann. Immer wieder eine coole Stelle. Hier so ein kleiner Fitness-Trimm dich fit Pfad. Deshalb. Oh. Upp, 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 upp. Kann man sich immer wieder ein bisschen Action gönnen. Auf jeden Fall die falschen Schuhe, weil ich hoffe, das kann man vielleicht so erkennen. Das sind so leichte Adidas Laufschuhe, die haben so eine 100% Plastiksohle und halten nicht wirklich optimal auf irgendeinem Untergrund, der nicht entweder Asphalt ist oder einfach flach ist und keine Art von Probleme bietet. Aber egal, zurück zum Reifen. Lieber 1-2 mm früher Reifen wechseln. Okay, wir wollen ja auch alle Geld sparen, also lieber 1-2 mm früher Reifen wechseln als zu spät, weil umso glatter er wird, umso weniger Grip gibt es halt einfach, sobald es mal regnet. Deshalb Energy Wild. Der Reifen ist super, funktioniert eigentlich unter allen Bedingungen. Ich bilde mir auch ein, bei Kroatien habe ich jetzt festgestellt, wenn du auf den Inseln fährst, es ist wahrscheinlich so wie Sizilien oder andere italienische Inseln, wenn du auf den Inseln fährst, ist einfach der Asphalt ultra griffig. Und das hat man wirklich so extrem gespürt, weil im Verhältnis zu den Inlandserfahrungen, ihr wisst noch vielleicht auch der kleine Ausrutscher inklusive. Das war, ich bin mir aber eben auch nicht ganz sicher. Man kann natürlich die Härte des Gummis, also der Pirelli Scorpion Trail 2 und der Michelin Energy Wild, sind ja einfach grundlegend unterschiedliche Reifen. Und wir wissen, der Energy Wild hat einfach einen super soften Gummi. Der frisst sich natürlich auf jede kleine Oberflächenstruktur, während ein Pirelli halt auch auf deutlich mehr Laufleistung ausgelegt ist. Und dementsprechend verliert man halt einfach gegebenenfalls auch den Grip bei schlechten Oberflächenstrukturverhältnissen. Also ich habe mich mit ihm absolut wohlgefühlt, sowohl auf der Straße als auch abseits der Straße. Also abseits der Straße, das war unvergleichlich. Also du hast dieses 250 Kilo Baby hier durch alle Arten von Manövern durchmanövriert. Auch wirklich bergab, also was wir am Enduro-Training gemacht haben, geht glaube ich heute online. Wir sind einfach auch so langsam wie möglich so einen Hang mit einer Höhendifferenz von knapp, wäre perfekt mit dem Moped durchzufahren, so langsam wie möglich so einen Geröll, Stein, Schotter, was auch immer, Hang runtergefahren. Und ja, du kannst quasi wirklich auf Zentimeterbasis da ganz gemütlich runterrollen. Brauchst dir gar keine Sorgen um den Grip machen. Auch Vorderrad rutscht nicht weg. Megamäßig geil. Also verrückt. Genau, und wie er sich hochgegraben hat. Also ich bin ja damit durch tiefen Gatsch gefahren. Mega geil. Hat sich einfach durchgebuddelt. Ja, wie so ein Sumpfbuggy. Nasser Untergrund, erdiger Untergrund, der in der zweiten Tretenschicht Tiefe quasi einfach feucht war. Sand, Schotter, alles perfekt gelaufen mit dem Reifen. Also ich würde echt jedem da draußen empfehlen, fahrt ihn mal. Er ist mega geil. Ich habe ja einen Tipp auch unter dem Video gekriegt. Danke vielmals an der Stelle. Einfach die Traktionskontrolle sonst noch softer stellen auf Heavy Rain oder Rain. Muss auch vielleicht mal nachschauen, ob die Leistungskurve bei der Ducati da auch noch mal zusätzlich angepasst wird. Und ja, vielleicht auch einfach den Reifen, wenn man Bock hat, immer mit niedriger Motorleistung fahren. Und einfach auch sonst extra sensibel am Gashahn fahren. Ich kann mir auch wirklich vorstellen, dass du locker und ohne Probleme den Abrieb am Hinterreifen besser kontrollieren kannst und dementsprechend hier auch noch mal ein paar tausend Kilometer mehr auf den Hinterreifen bringst. Ich habe ja einfach das Ding, muss an der Stelle sagen, Just for Fun draufgeschraubt. War mir von Anfang an klar. Wollte mich einfach wohlfühlen damit. Wollte auch einfach mal schauen, wie hält er so, wie verhält er sich so, was passiert, wenn man einfach ein bisschen mehr Schub aufs Hinterrad gibt, und wollte einfach meine Erfahrungen damit sammeln, und das ist genial. Also kann mir absolut damit vorstellen, du kannst einfach alles damit fahren. Du kannst in den Alpen besser abgehen. Und so wie Wolf von Tour mal gesagt hat, ey, du bist auf keinen Fall der Letzte auf den Passstraßen. Also wir sind mit dem Reifen ohne Stress an Sporttourer, Racebikes und ähnlichem dran geblieben. Einfach nur eine Frage der Linie und des Fahrstils. Auf keinen Fall ist der Grip des Reifens an der Stelle das Problem. Natürlich, wenn du natürlich einen Fahrer hast, der 100% aus seinem Reifen oder einfach solide 85-90% aus seinem Reifen rausholt, bestimmt keine Chance, weil er halt einfach wobbliger ist und man vielleicht ein bisschen sanfter damit umgehen sollte. Aber ja, für die Durchschnittsfahrer bist du damit voll von dabei. Ansonsten zum Energy Adventure
habe ich mich jetzt dafür entschieden. Freue mich riesig darüber. 80-20 hat eine Two-Compound Gummimischung, was ich voll genial finde. Sollte dafür sorgen, dass quasi auf der Lauffläche deutlich mehr Distanz möglich ist und links und rechts der Lauffläche, also der primären Lauffläche, hast du im Flankenbereich und im Seitenbereich eine weichere Gummimischung über die härtere Gummimischung gelegt, sodass du einfach anständigen Grip in Schräglage hast und ein bisschen einen Grip Boost sogar. Finde ich voll genial. Dadurch hast du eigentlich keine Nachteile beim sportlichen dynamisch besser fahren. Und sagen wir mal, jetzt allein ich beim Rumfahren und auch mit Freundin, wir fahren Schotterpassagen. Wir machen bestimmt weiter das ein oder andere Abenteuer Offroad. Aber wenn es gatschig und schlammig ist, muss ich ja mit meinem Bike einfach so, wenn jetzt das Ziel der Route nicht festgelegt ist, da durchfahren. Und deshalb brauche ich da keinen Paddeleffekt. Mache hier lieber anständig Kilometer mit dem Reifen und muss mich da nicht wirklich anpassen bei meinem sonst doch sportlicheren Fahrstil. Ich habe ja schon die 10.000 Kilometer runter jetzt auf dem Bike und ich wollte eigentlich schon bei 6, 7 eins machen. Aber ich finde, was jetzt noch ansteht, ist so ein echtes Review-Video. Zwar die Frage, wie ist das Bike so? Wie bewerte ich das Bike so? Würde ich das Bike wieder kaufen? Was kann man damit machen? Für wen ist es geeignet? Fehlt mir was? Fehlt mir nichts? Ihr habt bestimmt schon ein paar Eindrücke von mir gekriegt. Aber eben sehr schade. Ich habe ja eigentlich die Original-Kroatien-Reise geplant als ultimatives Review-Video. Aber, verdammt, sie war so lang. Und wir sind jetzt ungefähr bei Tag 6 und es geht bis Tag 18. Also da ist noch viel Feedback in diesen Videos enthalten, das einfach noch fehlt. Und ihr dementsprechend nicht kennt, aber ich es natürlich gern über das Bike teilen möchte. Noch ein kleiner Vorausblick in die Zukunft. Ich will auf jeden Fall mit dem Zelt auf dem Moped und den Seitenkoffern auf eine kleine Abenteuertour gehen. Und mir schweben da die Seealpen vor. Ich habe nur Schönes gehört. Ich habe gehört, es sind anständige Schotterpassagen. Côte d'Azur und diese Gegend ist ja allgemein relativ schön. Und ich glaube, das macht riesen Spaß mit dem Bike. Zusätzlich dort ist natürlich auch legal Offroad zu fahren. Also umso besser. Da möchte ich auch den Anarchy Adventure gleich noch einfahren. Ein paar Eindrücke sammeln. Juli, August. Mal schauen, was los ist. Und sonst gibt es noch Optionen Sizilien, Griechenland und Schweden. Aber mit dieser Hitzewelle ist es ja aktuell auch nicht ganz easy. Auf keinen Fall habe ich Bock, mit 45 Grad in Griechenland in der Hitze zu stehen. No. Also das sind so die Pläne für die nächsten Monate. Wenn euch das Video gefallen hat und wenn euch allgemein die Videos gefallen, lasst ein Like, ein Abo hier. Und wichtig, betätigt auch die Glocke, dass ihr immer schön eine Benachrichtigung kriegt, wenn ein neues Video erscheint. Wie bisher in der Regel alle 3 Tage. Macht es gut, bleibt gesund, fahrt vorsichtig, ride hard, ride safe. Ciao.